Wie werden die Autos von morgen aussehen? Wer das wissen möchte, muss nur die sogenannten Concept Cars genauer in Augenschein nehmen, also die Prototypen zukünftiger Modelle. In diese innovativen und oft utopisch anmutenden Fahrzeuge lassen die Konstrukteure ihre neuesten Erkenntnisse einfließen. Also soll es lieber das Batmobil aus Stoff oder das Brennstoffzellenauto sein? Welche Materialien und welche Antriebsart werden sich durchsetzen? Wir haben uns für sie umgesehen. Wie mögen wohl die Autos von morgen aussehen? Eine Vorahnung geben bereits designte Prototypen, die mit neuen Linien und noch nie dagewesenen Technologien experimentieren. Ein Beispiel ist Gina mit ihrer Karosserie aus Stoff. Die Karosserie eines Autos ist in unserer Vorstellung immer hart. Gina aber ist ein wenig weicher. Für sie haben wir einen speziellen Stoff auf Lycra-Basis entwickelt. Dieser ist, wie Sie sehen können, sehr elastisch. Wo sind die Schlüssel? Es kann losgehen. Wenn man die Tür öffnet, dann kann man die Struktur dahinter erkennen, durch die man bei einem Aufprall aufgefangen und im Innenraum geschützt wird. Kunststoffe können vorteilhaft sein. Sie nutzen sich nicht so schnell ab, sind qualitativ hochwertiger und aerodynamischer. Der Mantel von Gina ist etwa 10-mal umweltfreundlicher als lackierter Stahl. Bei Gina dreht sich alles ums Gefühl. Darf ich Ihnen das mal zeigen? Die ersten Konstrukteure von Konzeptwagen waren die Amerikaner in den frühen 50ern. Damals nannten sie die Autos noch Dream Cars, Traumautos. Aber sie hatten bereits das Gleiche im Sinn, nämlich mit diesem Wagen die Entwicklung des amerikanischen Autos in den nächsten 4 bis 5 Jahren vorwegzunehmen. Heute richtet man das Augenmerk bei der Konstruktion im Wesentlichen auf den Umweltschutz. Renault stellt ein Auto vor, das selbst bei einer Höchstgeschwindigkeit von 200 km/h zu 100% mit Strom läuft. Wir haben uns das Auto wie eine Thermoskanne vorgestellt, wie etwas in sich Geschlossenes, damit die Außentemperatur den Innenraum nicht so sehr beeinflusst. Ein Verbrennungsmotor macht Lärm und benötigt viele schädliche Flüssigkeiten wie Öl und Benzin. Die Teile hier haben eher etwas von einem Mobiltelefon. Alles ist trocken, alles ist rein elektronisch. Es gibt praktisch keine Flüssigkeit. Und um diesen Gedanken zu verdeutlichen, haben wir die Ladeanzeige außen angebaut. Ein anderes Zukunftsprojekt läuft mit Sonnenkraft. Es gibt bereits Solarautos, aber um eine Person zu befördern, bräuchte man Solarzellen in der Größe eines Reisebusses. Das ist nicht wirklich realistisch. Es gibt Autos mit Solarzellen, aber die versorgen dann gerade einmal die Klimaanlage, nicht aber den Motor des Wagens. Dieser Konzeptwagen hat ein besonders sportliches Outfit. Und das aus einem guten Grund. Ursprünglich war er für ein sehr beliebtes Videospiel vorgesehen. Es ging darum, einen Rennwagen für ein virtuelles Spiel zu entwerfen. Während seiner Entwicklung haben wir dann entschieden, ihn wirklich zu bauen, ein fahrbares Auto daraus zu machen. Es ist ein tiefliegendes, geräumiges und sehr langes Auto. Wir wollten so etwas wie die Karikatur eines Autos bauen. Es war ja für die virtuelle Welt eines ursprünglich japanischen Videospiels vorgesehen. Also haben wir uns von japanischen Robotern, von Manga-Comicfiguren und ihren übertriebenen Proportionen inspirieren lassen. Was unser Projekt betrifft, denke ich, dass dieser Konzeptwagen aufgrund des existierenden Videospiels von mehr als 200 Millionen Menschen gefahren werden wird. Ein außergewöhnlicher Fall, der eher einem PR-Coup gleicht als dem eines klassischen Konzeptwagens. In Europa sind die meisten Projekte, die man sieht, ziemlich realistisch. In Japan beispielsweise ist bei den Designern das Übertragen von menschlichen Eigenschaften viel stärker ausgeprägt. Die Projekte sind in ihrer Ausführung viel futuristischer und fantasievoller. Einige dieser Prototypen werden tatsächlich auf den Markt kommen. So kündigte Renault an, 2011 die emissionsfreie Produktreihe ZE herauszubringen. Die Serie umfasst 4 Elektrofahrzeuge, einen Roller, ein Stadtauto, eine Limousine und ein Nutzfahrzeug. In Deutschland muss man noch bis 2020 warten. Dann soll der Hydrogen 7 von BMW auf den Markt kommen. Die Limousine wird mit Wasserstoff angetrieben und stößt nur Wasserdampf aus.